Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video in dieser neuen Reihe hier auf meinem Kanal. Zum nächsten Step deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zur großen Kraft deiner wahren Komfortzone. Und in diesem Video möchte ich Kapitel 1 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten, mit dir teilen. Und in Kapitel 1 geht es um die Grundlage dieser Reise, um die Grundlage deines Weges in deine wahre Komfortzone, in dein höchstes Potenzial. Nämlich die Erkenntnis dessen, wer du wirklich bist. Viel Spaß dabei! Kapitel 1 – Ein Blick hinter den Schleier. Herzlich willkommen! Ich freue mich so sehr, dass du dieses Buch aufgeschlagen hast. Es wird dich in die Lage versetzen, dich selbst und die Welt in einer Weise zu erleben, von der du schon lange tief in dir weißt, dass es sie gibt, zu der dir aber der Zugang bislang vermutlich verwehrt war. Ich freue mich sehr, dass ich dir dabei helfen darf, all den Ballast und das Gerümpel wegzuräumen, das bisher zwischen dir und deiner Welt stand. Zu Beginn möchte ich dich herzlich einladen zu einem kleinen oder je nachdem, wie man es sieht, auch recht großen Gedankenexperiment. Ich möchte dich bitten, dich einmal auf folgende Sichtweise einzulassen und dich in die folgende Situation einzufühlen. Du, ja genau du, bist ein vollkommenes, göttliches Wesen, das aus der brillantesten, liebevollsten, strahlendsten Energie besteht, die du dir vorstellen kannst. Als dieses Wesen befindest du dich in einem Raum ohne Grenzen und ohne Zeit. Du nimmst fortwährend die große Liebe und Freude wahr, die du bist, deren Teil du bist, die von dir ausgeht und zu dir zurückfließt. Alles ist möglich, weil alles schon da ist. Dir ist bewusst, dass du als dieses unendliche, ewige und grenzenlos machtvolle Wesen selbstverständlich auch die Möglichkeit hast, dich zu verdichten und eine weniger feinstoffliche, mehr materielle Erfahrung zu machen. Natürlich hast du diese Möglichkeit, denn du bist ja unendlich machtvoll. Und du hast von dieser Möglichkeit auch schon unzählige Male Gebrauch gemacht und dich verkörpert, in ganz unterschiedlichen Welten, an ganz unterschiedlichen Punkten des Raum-Zeit-Kontinuums, zu dem sich dein Erfahrungsraum verdichten kann, wenn du es wählst. Diese Raum-Zeit-Punkte könnte man aus räumlicher Sicht beispielsweise Planeten und aus zeitlicher zum Beispiel Epochen nennen. So viele davon hast du in mal mehr und mal weniger dichter, aber doch immer materieller Form bereits erleben dürfen. Und was waren diese Erfahrungen jedes Mal für Abenteuer? Doch nun, nachdem du so unzählig viele dieser Ausflüge bereits absolviert hast und jedes Mal noch strahlender und brillanter daraus in deine ursprüngliche energetische Natur zurückgekehrt bist, ja, nun ist es eigentlich etwas langweilig oder jedenfalls nicht mehr unbedingt notwendig geworden, noch einmal ein solches Abenteuer anzutreten. Und doch, ja, doch regt sich in dir ganz neckisch und voller freudvollem Tatendrang ein Wunsch. Ja, der Wunsch, ein weiteres Abenteuer in der Materie zu erleben. Eines, das die bisherigen weit in den Schatten stellen wird. Eines, das so großartig und faszinierend sein wird, wie es nur ein unendliches Schöpferwesen wie du kreieren kann. Und zwar, weil du dieses Mal deine unbegrenzten schöpferischen Fähigkeiten als Energiewesen vollständig auch in die materiell verdichtete Form mitnehmen wirst. Ja, tatsächlich. Und du wirst sie einsetzen, um eine ganz neue Erfahrung zu machen, ein ganz neues Spiel zu spielen. Die vollkommene Verkörperung dessen, was du wirklich bist, deiner strahlenden, brillanten, freudvollen, göttlichen Essenz in materieller Form. Was für eine verwegene Idee! Das gab es so noch nie. Ja, das ist ein großartiger Plan. Und den richtigen Punkt im Raum-Zeit-Kontinuum weißt du auch schon dafür. Denn welcher Planet wäre wohl besser für dieses Vorhaben geeignet, als jene strahlend blaue Kugel in der Milchstraße, auf der es so viel Schönheit und Liebe und zugleich so viele künstlich geschaffene Begrenzungen und Schwere gibt. Die Erde.
Und zwar zu einem Zeitpunkt, der wie geschaffen ist, dieses völlig neue Spiel zu beginnen. Die große Zeitenwende zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Ja, es ist beschlossen. Du wirst wieder einmal auf die Erde gehen. Und dieses Mal nur deshalb, weil es an der Zeit ist, dort etwas ganz Neues zu kreieren. Eine Erfahrung der Freude, der Leichtigkeit und vollkommenen schöpferischen Freiheit in Liebe. Ja, das wird eine große Sache. Und so hast du dich auf den Weg gemacht. Hierher, an genau diesen Punkt im Raum-Zeit-Kontinuum, an dem du jetzt bist, wo du vielleicht zu Hause auf dem Sofa oder in einer Hängematte liegst und dieses Buch liest. Du, ja du, dieses unendlich freudvolle, machtvolle und brillant strahlende göttliche Wesen, das du bist. Wenn du jetzt denkst, was hat der denn bitte geraucht? Dann leg das Buch besser jetzt weg, denn es wird dich vermutlich nur langweilen. Solltest du nach der Lektüre der zurückliegenden Seiten aber ein aufgeregtes Kribbeln in deinem Körper verspüren, so lade ich dich herzlich ein, weiterzulesen und beglückwünsche dich zu deiner Entscheidung. Nein, ich meine nicht in erster Linie die Entscheidung, dieses Buch zu lesen, die natürlich auch. Ich meine vor allem deine Entscheidung, jetzt in dieser Zeit hierher auf die Erde zu kommen, um ein vollkommen neues Spiel zu spielen, eine völlig neue, wundervolle Erfahrung zu machen. Denn höchstwahrscheinlich ist genau das auf Seelenebene dein Plan, wenn dieses Buch zu dir gekommen ist und du bis hierher gelesen hast. Ich beglückwünsche dich und heiße dich herzlich willkommen in einer Welt voller Wunder. Das ist sie nämlich in dem Moment, wo wir erkannt haben, wer wir wirklich sind und mit welcher Intention wir dieses Erlebnis hier auf der Erde gewählt haben. Warum ich das weiß? Weil es meiner eigenen Erfahrung entspricht. Überhaupt entspringt alles, was ich in diesem Buch schreibe, natürlich und ausschließlich meiner eigenen Erfahrung und ist geprägt von meiner ganz individuellen Wirklichkeitsschicht, die ich erschaffen habe und in jedem Augenblick weiter erschaffe. Das führt uns gleich zu einem sehr wichtigen Punkt unserer gemeinsamen Reise, den ich ganz klar machen möchte. Die Welt ist immer und ausschließlich das, wofür du sie hältst und wozu du sie machst. Wie sollte es auch anders sein für ein göttliches, unendlich mächtiges Wesen wie dich? Der Clou ist allerdings, dass deine Welt auch dann deine eigene Schöpfung ist, wenn du dir deiner Macht gar nicht bewusst bist und dir deshalb künstliche Begrenzungen erschaffst. Aber das ist eine andere Geschichte. Für den Moment reicht es erstmal zu verstehen, dass ich hier mit dir einen Ausschnitt aus meiner Schicht der Wirklichkeit teile, neben der natürlich noch viele weitere Wirklichkeitsschichten existieren, so viele wie es Seelen im Universum gibt. Vielleicht kann dich ein Einblick in meine Schicht ja ein wenig inspirieren. Es wäre mir eine Freude. Aber zurück zum Ausgangspunkt, nämlich der Erkenntnis dessen, wer und was du eigentlich bist. Dem Blick hinter den Schleier. Diese Erkenntnis der Wahrhaftigkeit deines göttlichen Wesens, so wie ich es im obigen Gedankenexperiment skizziert und dir als Möglichkeit angeboten habe, diese Erkenntnis ist die Grundlage von allem, was du in diesem Buch lesen wirst. Und sie ist meiner Erfahrung nach auch der essentielle Grundstein zum Leben deiner Träume. Ohne sie wird es schwer bis unmöglich werden, wirklich zu leben, was dich glücklich macht. Schon allein deshalb, weil du gar nicht an die Möglichkeit eines solchen Lebens glauben würdest, geschweige denn daran, dass du es leben könntest. Hast du aber erkannt und akzeptiert, wer und was du wirklich bist, warum du hier bist und welche Konsequenzen das hat, dann ist der allerwichtigste und allergrößte Schritt schon geschafft. Der Weg zu dieser inneren Gewissheit ist so individuell wie du selbst. Im Verlauf dieses Buches wirst du zahlreiche Hilfestellungen erhalten, um auf diesem Weg voranzukommen. Und es gibt mittlerweile auch eine Vielzahl an weiteren Büchern, Kursen und Mentoren auf dem Markt, die dich dabei unterstützen können. Sei jedoch achtsam und wähle mit Bedacht. Auch in der sogenannten spirituellen Szene gibt es noch immer manches, das dich auf deinem Weg zu dir selbst eher behindern als unterstützen könnte. Welchen Weg du auch immer für dich findest, gehen musst du ihn selbst. Dieses Buch möchte dich kräftig dabei unterstützen
und dir helfen, den Plan umzusetzen, welchen du geschmiedet hast, bevor du auf diesen Planeten gekommen bist. Ich werde nun also für den Rest unserer gemeinsamen Zeit davon ausgehen, dass du bereits frohgemut losgegangen bist und zumindest angefangen hast, die Wahrhaftigkeit der oben geschilderten Gedanken über dein Sein zu akzeptieren und als deine Wirklichkeit anzunehmen. Spätestens nach der Lektüre dieses Buches wird diese Wirklichkeit selbstverständlich für dich sein. Ich erwarte dich jetzt sozusagen am Eingang des Vergnügungsparks und zeige dir, wie du hier so richtig viel Freude haben kannst. Also, lass uns loslegen. Herzlich willkommen in einer neuen Welt. Herzlich willkommen in deiner Komfortzone. Ja, das war Kapitel 1 aus meinem Buch Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Erhältlich auf Amazon als E-Book und Taschenbuch, bald auch als Audible. Ich stelle dir den Link unten in die Videobeschreibung, da kannst du es bestellen. Und ansonsten freue ich mich darauf, jetzt, nachdem du die Grundlage jeglicher Schöpfung in deiner Welt, nämlich die Erkenntnis dessen, dass du ein göttliches, unendlich machtvolles Wesen bist, gelegt hast, freue ich mich darauf, im nächsten Video mit dir zu starten, hin zu einem tieferen Verständnis dieses wundersamen Dings, deiner wahren Komfortzone. Abonniere also den Kanal, lass gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Und indem du den Kanal abonnierst, verpasst du den nächsten Schritt, Kapitel 2, nicht. Und du hilfst auch noch dem Video dabei oder dem Kanal dabei, eine größere Reichweite zu erzielen, sodass mehr und mehr Menschen von der großen Kraft ihrer wahren Komfortzone erfahren. Würde mich sehr freuen, wenn du ein Abo und ein Like dalässt. Und jetzt wünsche ich dir eine Zeit voller Wunder, voller Wohlgefühl, voller Freude, bis wir uns wiedersehen. Alles Liebe.